there's a reckoning coming in the morning. Better get you ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Das ist ein Ausschnitt aus dem heutigen Song Gospel Boogie gleich nach der Story. Cash hatte eine Vielzahl von Schutzengeln, aber die wichtigsten, die ihm beim Überwinden der Drogensucht geholfen haben, waren June Carter und sein Glaube an Jesus. Das Thema meiner heutigen Story. Du kannst wie immer mit der Kapitelmarkierung gleich zum Song springen, aber ich freue mich, wenn du dran bleibst. Willkommen zu Memories of Johnny. Ich bin Thomas und gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Die Wurzeln seines Glaubens reichen zurück bis in die Kindheit. Gottesdienst und Kirchenlieder gehörten für alle zum Alltag und erleichterten oft die schwere Arbeit auf den Baumwollfeldern. Sein Vater Ray vertrat gelegentlich den Pfarrer, wenn der mal nicht konnte, bei der Sonntagspredigt, und seine Mutter Carrie brachte das Musikverständnis mit in die Familie. Sie sang oft gemeinsam mit den Kindern. Der junge John hatte eine glockenklare Tenorstimme und durfte später auch schon mal ein Solo in der Kirche vorsingen. So wie John die Begabung für Musik hatte von Anfang an, so hatte sein 2 Jahre älterer Bruder Jack eine Begabung für Religion. Dieser wollte unbedingt Prediger werden. Leider ist Jack im Mai 1944 durch einen Unfall mit einer Kreissäge ums Leben gekommen, dazu aber später mehr in einer anderen Folge. Während seiner Stationierung in Deutschland lernte Cash Raufereien, Mädchen und Alkohol kennen. Religion und Glaube waren zu der Zeit wahrscheinlich nicht mehr so ganz im Vordergrund. Später zurück musste er als Baptist bei seiner Hochzeit mit der ersten Frau Vivian, die katholisch war, auch schwören, dass seine Kinder im katholischen Glauben erzogen werden sollten. Wie auch immer, alle Religionen hat ihn nicht vor den Pillen bewahrt. Schaut euch bitte dazu auch nochmal meine letzten beiden Folgen an. Der Glaube war fester Bestandteil in seinem bisherigen Leben, aber aus meiner persönlichen Sicht wohl zunächst eher vordergründig und anerzogen. Sein Zustand musste ihn wahrscheinlich erst an die allerletzte Grenze bringen. Er war körperlich und seelisch ein Wrack und lehnt sämtliche Hilfsangebote und Ratschläge ab. Und erst im allerletzten Moment bei seinem Selbstmordversuch kommt er zu der Erkenntnis, dass nur Gott sein Leben beenden darf und dass er noch weiterleben muss. 40 Tage und Nächte dauert sein Entzug. Seine spätere Frau June Carter und ihre Eltern Mabel und Ezra sowie ein Arzt und ein Pfarrer waren mehr oder weniger ständig in dieser Zeit bei ihm. Er lernt völlig neu zu beten, er nimmt Bibelstunden und alles zusammen hat ihm aus dem Sumpf geholfen. Zu seinen phasenweisen Rückfällen und seiner intensiven Beziehung zu June komme ich in meinen nächsten Folgen. Den Song Gospel Boogie habe ich gewählt, weil es Johns erstes Lied nach seinem Stimmbruch war. Er brummelt eines Tages zu Hause in Dias so vor sich hin. Bom, 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 bom. Seine Mutter fragt, hey, wer singt da? Er sagt, ich bin's. Und sie sagt, meine Güte, du singst so schön wie dein Großvater. Bleib dabei, hör nicht auf damit, Gott hält seine Hand über dich. Offensichtlich hat es bei Cash funktioniert. Hier ist der Song. Well, now everybody's gonna have religion in glory. Everybody's gonna be a singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. There's a reckoning coming in the morning. Better get you ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Now listen, everybody, cause I'm talking to you. Jesus is the only one can carry you through. Better get you ready, cause I'm telling you why. The Lord is coming from his throne on high. Many are the weary and alone and sad. Gonna wish they hadn't other things they had. How you gonna feel about the things he'd say, brother, on that judgment day? Everybody's gonna have religion in glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. Brother, there's a reckoning coming in the morning. Better get you ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there.
Now listen here, my sister, I'm not leaving you out. You're not the preacher, but you sing and shout. Why do you worry if you've been redeemed? If it's even better than a miser dream. Think about the trouble, you could say some soul. Tell them what to do to reach the shining gold. Surely you could shoot them out to find the light and to make the whole things right. Oh, everybody's gonna have religion in glory. Everybody's gonna be a singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. There's a reckoning coming in the morning. Better get you ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Now when the tribulation is dark and away, that's when you get on your knees and pray. Everybody's gonna have the troubles too. Gotta be careful about the things we do. Going down the valley, going one by one. Gonna be rewarded for the things we done. When we get to heaven in the promised land, brother, then we'll understand. Everybody's gonna have religion in glory. Everybody's gonna be a singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. There's a reckoning coming in the morning. Better get you ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Da erzähle ich die Geschichte von Johnny und June und singe den Song 'Cause I Love You. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.